Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es um einen ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 2001. Es war gegen 22 Uhr am Donnerstag, dem 9. August 2001, als der 11-jährige Joshua Jeffries beschloss, ins Bett zu gehen. Es war eine warme Nacht, so dass die Betreuerin des Jungen, Gail Hoffert, beschloss, die Hintertür ihres Hauses in Portland, Oregon, offen zu lassen, damit die Luft im Haus zirkulieren konnte. Eine Entscheidung, die sie später bereuen sollte, denn in den frühen Morgenstunden drang jemand in das Haus ein und erschoss Joshua. Joshua hatte seit seiner frühen Kindheit immer wieder bei Gail gelebt. Seine Mutter, Patricia Jeffries, kämpfte mit ihrer Drogensucht und war nicht in der Lage, sich um Josh und seine ältere Schwester Liana zu kümmern. Anstatt darauf zu warten, dass das Jugendamt eingeschaltet wird, bat Patricia ihre enge Freundin Gail um Hilfe. Gail übernahm die Verantwortung für die Erziehung von Josh und Liana und Patricia ihre regelmäßigen Unterhaltszahlungen leistete. Gail, die bereits 2 ältere Kinder hatte, liebte Josh und seine Schwester und kümmerte sich um sie, als wären sie ihre eigenen Kinder. Sie betrachtete sich selbst als eine Art Tigermutter, wenn es darum ging, Kinder zu erziehen. Sie beschützte sie sehr und tat, was sie konnte, um sicherzustellen, dass sie sich von jedem fernhielten, von dem sie dachte, dass sie einen schlechten Einfluss haben könnten. Sie hatte sich nie vorstellen können, dass er in ihrem Haus erschossen werden würde. Was genau in dieser Nacht geschah, bleibt ein Rätsel. Gail wachte am Freitag gegen 4:20 Uhr auf, als Josh in ihr Schlafzimmer stolperte und sagte: »Tante Gail, jemand ist in mein Zimmer gekommen.« Gail hatte Mühe zu verstehen, was vor sich ging. Er knirschte mit seinem kleinen Gesicht und nahm seine kleinen Arme hoch und ging zu Boden. Als Josh auf dem Boden zusammenbrach, sprang Gail aus dem Bett und schaltete das Licht ein. Und in diesem Moment bemerkte sie, dass Josh blutüberströmt war. Gail rief dann um 4:23 Uhr den Notruf an. Sie erzählte der Vermittlung, dass sie sich nicht sicher sei, was genau passiert sei, aber sie dachte, dass Josh erstochen worden sein könnte, da sie keine Schüsse gehört hatte. Seine Täter trafen innerhalb weniger Minuten ein und brachten Josh ins Oregon Health and Science University Hospital, wo die Ärzte schnell feststellten, dass sie nichts mehr für den kleinen Jungen tun konnten. Josh wurde um 5:02 Uhr für tot erklärt. Eine Autopsie ergab, dass Josh an einer einzigen Schusswunde starb. Die Kugel war in seinen oberen Rücken eingedrungen und direkt unter seinem linken Arm wieder ausgetreten. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass er lag und wahrscheinlich schlief, als er erschossen wurde. Von Beginn der Ermittlungen an hatten die Ermittler in Portland Mühe, ein Motiv für den Mord an Josh zu finden. Josh war ein freundliches Kind ohne bekannte Feinde. Er war nie in einen Streit oder eine Schlägerei in der Schule verwickelt und war bei seinen Mitschülern beliebt. Er war mit Sicherheit nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt, er hing nicht mit jemandem rum, der Drogen nahm oder einer Bande angehörte. Die Tatsache, dass er in seinem eigenen Schlafzimmer erschossen wurde, war für seine Angehörigen unbegreiflich. Die Ermittler waren entschlossen, Gerechtigkeit für Josh zu schaffen. Der Polizeichef von Portland, Mark Croker, erklärte gegenüber Reportern: Der Tod von jungen Menschen, die nicht in kriminelle Aktivitäten verwickelt sind, ist beunruhigend. Die Suche nach dem Mörder hatte für die Polizei oberste Priorität. Die Ermittler durchsuchten das Haus, in dem Josh getötet wurde, in der Hoffnung, einen Hinweis auf die Identität des Mörders zu finden. Das Schlafzimmer von Josh befand sich auf der Rückseite des Hauses, in einem Raum, der früher als Waschküche genutzt wurde. Die Hintertür des Hauses befand sich direkt in seinem Zimmer. Jeder, der durch diese Tür eintrat, war nur wenige Meter von seinem Bett entfernt. Es waren noch 3 weitere Personen im Haus, als Josh erschossen wurde. Gail und ihre Partnerin Diane Lovett schliefen im vorderen Schlafzimmer. Keine der beiden Frauen konnten sich daran erinnern, etwas Ungewöhnliches gehört zu haben, bevor Josh sie geweckt hatte. Gail wiederholte: Ich wachte auf, als Josh in mein Zimmer rannte und sagte, dass jemand durch die Hintertür gekommen sei. Joshs 18-jährige Schwester Liana Jeffries schlief in einem kleinen Schlafzimmer, das durch die Küche von Joshs Schlafzimmer getrennt war. Sie war gegen Mitternacht eingeschlafen und hörte nichts, bis Josh zu schreien begann. Es gab keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung, aber Gail gab zu, dass sie die Hintertür offen gelassen hatte und die Fliegengittertür unverschlossen gewesen sei. Diane stellte traurig fest: Es war heiß und wir haben sie offen gelassen. Jetzt wünschten wir hätten es nicht getan. Die Ermittler befragten Gail, Diane und Liana ausgiebig. Jede Frau unterzog sich freiwillig einem Lügendetektortest und wurde von jeglicher Beteiligung an Joshs Mord freigesprochen.
Gales erwachsene Tochter, die in einem Wohnwagen im Hinterhof lebte, wurde ebenfalls befragt und vom Verdacht freigesprochen. Die Ermittler durchkämmten das Viertel Brentwood-Darlington, in dem Josh lebte, befragten die Anwohner und fragten, ob jemand an jedem Freitagmorgen etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört habe. Ein Nachbar erzählte den Ermittlern, dass er gegen 4:20 Uhr an seinem Computer gearbeitet habe, als er etwas hörte, das sich wie ein Schuss anhörte. Unmittelbar danach hörte er Hunde bellen und eine Person schrie, dass jemand den Notruf wählen sollte. Ich hörte einen Schuss und der Schuss klang irgendwie gedämmt. Ich kann nicht genau sagen, woher er kam. Der Nachbar Joe Anderson sagte den Ermittlern, dass er und seine Frau nichts Ungewöhnliches gehört hatten, bevor Josh getötet wurde. Wir waren die ganze Nacht wach, weil wir ein Neugeborenes haben. Und das Einzige, was wir hörten, war die Polizei, die durch unseren Hinterhof rannte. Wir dachten, sie würden jemanden jagen. 3 Wochen nach der Ermordung von Josh waren die Ermittler dem Mörder noch immer nicht näher gekommen. In der Hoffnung, neue Hinweise zu erhalten, setzte die Carroll Sound Carrington Memorial Foundation eine Belohnung von $10.000 für Informationen aus, die zur Verhaftung der Person führten, die für Joshs Tod verantwortlich ist. Kim Peterson, die Geschäftsführerin der Stiftung, erklärte, er ist ein unschuldiger 11-jähriger Junge. Der ein so brutales Verbrechen begehen könnte, ist eine Gefahr für die Gemeinschaft. Wenn er es einmal getan hat, kann er es wieder tun. Es gingen einige Hinweise ein, aber die Ermittler konnten keinen konkreten Verdächtigen ausmachen. Im November 2001 hielten die Beamten eine Pressekonferenz ab, um die Öffentlichkeit über den Stand der Mordermittlungen zu informieren. Sie gaben zu, dass sie in diesem Fall keinen Verdächtigen hatten und kein Motiv für das Verbrechen ermitteln konnten. Shirley McLaughlin, Detective der Polizei von Portland, erklärte gegenüber Reportern, dass es sich möglicherweise um eine Verwechslung gehandelt habe. Es besteht die Möglichkeit, dass jemand anderes das beabsichtigte Opfer war. Es vergingen Monate, ohne dass es in diesem Fall Fortschritte gab. Obwohl in der Nachbarschaft viele Gerüchte herumkursierten, wer das Verbrechen begangen haben könnte, konnten die Ermittler kaum Beweise für eine bestimmte Theorie finden und diese stützen. Viele Leute schienen zu glauben, dass Josh aus Versehen getötet worden war. Aber niemand hatte eine Ahnung, wer das beabsichtigte Opfer gewesen sein könnte. Ruth Miller, der in der Nähe von Joshs Haus wohnte, sagte der Polizei, dass sie dachte, der Mörder müsste jemand sein, der Familie bekannt war. Wir haben 3 Hunde, die jeden, auch mich, ständig anbellen. Es ist unmöglich, dass jemand als Fremder in das Haus gegangen ist, ohne dass ich es wusste. Gail besaß zwar 3 Hunde, Roswell einen Rottweiler, der gerne jeden anknurrte, der vorbeikam, Samma einen kleinen Dackel, der jeden ankläffte, und Winston einen älteren Basset Hound. Aber sie wurden über Nacht drin gehalten und hatten vor dem Verbrechen nicht gebellt. Sowohl die Polizei von Portland als auch die Bewohner des Viertels Brentwood-Darlington gaben zu, dass es in dieser Gegend ein Drogenproblem gibt. In dem Viertel leben viele Methamphetaminkonsumenten und eine große Anzahl von Meth-Dealern. Das war einer der Gründe, warum Gail so übervorsorglich mit Josh umgegangen war. Sie stellte sicher, dass er wusste, dass Drogen und Waffen inakzeptabel waren und sie nicht mit jemandem in der Nachbarschaft verkehren, von dem sie glaubte, dass er in den Drogenhandel verwickelt war. Josh hatte eine strenge Ausgangssperre und musste jeden Tag um 17:45 Uhr zu Hause sein, um zu Abend zu essen, und er kam nie zu spät. Freunde bestätigten, dass Josh ein guter Junge war, der sich von den kriminellen Aktivitäten in der Nachbarschaft nicht beeindrucken ließ. Einige fragten sich jedoch, ob Josh vielleicht Zeuge von etwas war, das er nicht sehen sollte, und jemand ihn daraufhin tötete, um ihn zum Schweigen zu bringen. Diejenigen, die in den Stunden vor dem Mord Zeit mit Josh verbrachten, sagten, dass alles normal zu sein schien. Josh verbrachte den größten Teil des Tages damit, beim Freund zu spielen, und kehrte dann zu Gails Haus zurück, um mit seiner Familie zu Abend zu essen. Nach dem Abendessen ging er noch einmal für ein paar Stunden zu seinem Freund und kehrte dann um 20:30 Uhr nach Hause zurück. Als er nach Hause kam, war er gut gelaunt und nichts schien ihn zu beunruhigen. Nachdem er sich einen Film angesehen hatte, machte er sich einen Snack und ging dann ins Bett. Die leibliche Mutter von Josh, Patricia, war sich sicher, dass Josh nicht das beabsichtigte Opfer des Mörders gewesen war, und sie plädierte dafür, dass der Mörder sich stellen solle. Er war doch noch ein Baby. Wie können Sie jetzt auf der Straße herumlaufen, wenn Sie wissen, dass Sie eine falsche Person erwischt und ein Kind getötet haben? Aus Monaten wurden dann Jahre und der Mörder von Josh blieb unerkannt. In einem Interview aus dem Jahr 2003 sagte Gail, jemand hat meinem Kind das Leben genommen. Wir wollen wissen, wer.
Wir wollen es hinter uns bringen, damit wir Ruhe haben und Josh sich ausruhen kann. Sie war wütend, dass der Mörder immer noch frei auf der Straße herumlaufen konnte. Er ist kein Mensch, es ist ein Monster. Ich will, dass er jetzt gefasst wird. Eigentlich wollte ich, dass er am 10. August gefasst wird. Nachdem die Ermittler alle Gerüchte, die sich um den Fall ranken, durchforstet hatten, fanden sie im Grunde nichts mehr. Portland Police Detective Meredith Hopper gab zu, dass die Polizei keine Beweise hatte, die auf eine bestimmte Person hinwiesen. Der Gedanke war immer, dass vielleicht jemand anderes das Ziel war. Wir untersuchen das immer noch, aber es hat sich noch nichts ergeben. Im Jahr 2008 sagte Gail einem Reporter, dass sie immer noch hofft, Gerechtigkeit für Josh zu bekommen. Das war der tragischste Tag in meinem Leben. Die Person, die das getan hat, hat ein unschuldiges Kind ermordet. Er hat nicht das Recht, da draußen zu sein und mit seiner Familie zu feiern und Spaß zu haben. Gail hatte mehrere schwere gesundheitliche Probleme, darunter Diabetes und angeborene Herzprobleme. Leider verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand in den Jahren nach dem Mord und sie starb 2015, ohne jemals zu erfahren, wer Josh getötet hat. Der Fall von Josh ist immer noch offen, aber seit mehr als einem Jahrzehnt kalt. Detective Hopper sagte gegenüber Reportern, dass die Ermittler immer noch hoffen, den Fall zu lösen. Und dass sie hoffen, dass sich jemand mit den für seine Verhaftung notwendigen Informationen meldet. Es ist einfach sehr wichtig, der Familie einen Abschluss zu ermöglichen. Insbesondere bei diesem abscheulichen Verbrechen. Also ich würde auch mal sagen, dass er irgendwie Opfer einer Verwechslung gewesen ist. Ob der Täter jetzt überhaupt im richtigen Haus war, ist natürlich auch unklar. Eventuell hat er sich auch da vertan. Das Problem, denke ich mir, war aber auch ganz einfach einmal, dass man diese Tür hat offen gelassen, dass die Luft im Haus zirkuliert. Ich kann das verstehen, wenn es heiß ist und man schlafen will und diese Luftzirkulation bringt dann wirklich was, so dass es dann am Haus deutlich kühler ist. Aber das hätte man wirklich dann machen müssen, bevor er schlafen gegangen ist. Und wenn er schlafen ging, hätte man es schließen müssen. Das ist jetzt leicht zu sagen, aber das hat das Ganze natürlich begünstigt. Und unglücklich war natürlich auch, dass er in einem Zimmer geschlafen hat, in dem jemand, wenn er außen eine Tür öffnete, plötzlich in seinem Zimmer stand. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss.